Hi und willkommen zurück auf unserem Maskworld-Kanal. In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du mit Hilfe von Hautwachs, unserem sogenannten Plastici, einen coolen aufgerissene Hauteffekt mit Monster-Fingernägeln erstellen kannst. Zuerst klebst du dir die Fake-Fingernägel auf. Das kannst du auch mit Mastix machen, falls du gerade keinen extra Nagelkleber hast. Lass den Kleber kurz an der Luft atmen, damit er klebt. Kurz antrocknen lassen und dann drückst du die Nägel schön fest auf. Dann trägst du Mastix auch auf die Oberseite auf, da wo das Wachs aufgeklebt wird, da dieses dann einfach besser hält. Mit einem Spatel nimmst du jetzt etwas Hautwachs und streichst es so gut es geht auf die Stellen, die du gerade mit Mastix bestrichen hast, ab. Am Anfang ist das Wachs noch etwas fest, wird aber nach und nach durch die eigene Körperwärme weicher. Das Hautwachs streichst du genau über die Kante von Fake-Fingernägeln und Haut, wo du den Mastix aufgetragen hast. Sobald das Wachs zu klebrig wird, nimmst du ein wenig Vaseline und gibst es auf das Wachs. Sofort klebt es nicht mehr und lässt sich super einfach glatt streichen. Das kannst du mit dem Spatel und mit deinen Fingern machen. Und du kannst das auch übrigens immer zwischendrin machen, sobald das Wachs beim Kneten, Streichen und so weiter zu weich wird. Falls du keine Vaseline hast, kannst du das auch mit etwas Handcreme machen. Das hat einen ähnlichen Effekt. Das Wachs sollte am Ende einen schön glatten und nicht sichtbaren Übergang zur Haut haben. Wenn alles geglättet ist, gestaltest du mit dem Modellierspatel das Wachs. Da modellierst du dann einfach so kleine Risse rein, sodass es so aussieht, als würden die Monsterfingernägel sich durch die Haut schieben und die Haut vorne aufreißen. Wenn du damit fertig bist, nimmst du ein bisschen von der hautfarbenen Latexmilch als Sealer. Sie eignet sich ganz besonders gut dafür und bildet einen kleinen Schutzfilm über dem Wachs. Ganz wichtig, sobald die Latexmilch getrocknet ist, musst du sie abpudern, sonst bleibt sie klebrig. Und sobald sich deine Finger berühren würden, würden sie dort aneinander kleben bleiben und sich gegenseitig wieder aufreißen. Dann kannst du mit dem Einschminken beginnen. Hierfür kannst du zum Beispiel Fettschminke, Wasserschminke oder auch Alkoholschminke verwenden. Verwende zuerst ein dunkleres Braunrot bzw. einen etwas beerigen Ton und gehe damit in die geritzten Tiefen. Dann tupfst du etwas Rot über den gesamten Wachsaufbau, um diese Stellen an deinen natürlichen Hautton besser anzupassen. Dann gehst du mit einem hellen Rot nochmal in die feinen Ritzen. Je mehr Farbspiel entsteht, umso realistischer sieht das Ganze aus. Am Ende passt du deine Hand farblich noch an, schließlich schminkst du ja eine Monsterhand, wo Monsterfingernägel vorne hervorsprießen. Und der allerletzte Schritt ist dann das Kunstblut, das du aufträgst, um den ganzen Effekt zu verstärken. Hierfür kannst du zum Beispiel unseren Maskworld Wundschorf oder unser flüssiges Kunstblut verwenden. Das gibt dem Ganzen nochmal richtig Tiefe und sieht super realistisch aus. Und schon sind deine Monsterfingernägel fertig. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick den Like-Button, abonniere unseren Kanal und aktiviere am besten auch gleich die Glocke, damit du in Zukunft kein Video von uns verpasst. Schreib einen Kommentar. Hat dir das Video geholfen? Hast du noch Fragen? Was sollen wir als nächstes machen? Außerdem findest du hier noch mehr Videos zum Weitergucken und alles, was du zum Verkleiden und Schminken brauchst, findest du bei uns im Shop auf maskworld.com.